Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mit Luca unterwegs und wir werden uns ein... Da steht die Feuerwehr gerade. Die Feuerwehr? Die haben hier gerade einen Einsatz. Leute, also wir wollen uns ein Altersheim anschauen. Wir sind gerade dran vorbeigefahren. Die Tür steht offen. Das Ganze ist super lang schon verlassen. Und wir befinden uns mitten in der Wohngegend. Genau. Und ja, sind auf jeden Fall mal gespannt, was das alles so werden wird. Also viel Spaß bei dem Video. So, schaut mal hier. Hier ist die Tür. Und es ist einfach offen. Warte. Oh. Willst du mich verarschen? Ja. So, wir müssen jetzt noch einen Moment eben warten. Schaut mal, hier ist die Klingel von dem Ganzen. Hier sieht man noch die Briefkästen. Und das Krasse an der Sache ist, das hier ist einfach ein Neubau. Das Ganze ist erst vor einigen Jahren gebaut worden, war ein paar Jahre danach in Betrieb und seitdem ist es einfach verlassen. Das ist so verrückt, Leute. Schwupp. Hier ist einfach alles schon so zerdeppert mit dem Glas, wie man sieht. Ich sehe, das riecht so nach neu auch irgendwie. Ne? Das riecht richtig nach neu. Das gibt's gar nicht. Luca hat uns gerade ganz kurz so ein bisschen die Geschichte erzählt, der ist aber jetzt gerade am Telefonieren, dass das Ganze wegen Baumängel geschlossen wurde, ne? Also die ganze Einrichtung. Es war halt ein Altersheim gewesen, wie wir gerade schon gesagt haben. Und ja, nachdem es halt neu gebaut wurde, ein paar Jahre in Betrieb, und dann kamen jede Menge Baumängel zum Vorschein. Und aufgrund dessen musste das Ganze hier geschlossen werden. Und Wahnsinn, oder? Das ist so eine krasse Geschichte. Hier ist so eine super gute Lage eigentlich, sehr, sehr teure Lage. Und einfach alles hier so verlassen. Was ist denn das hier gegenüber für ein Gebäude? Das ist doch auch das hier, ne? Hier brennt da Licht. Guck mal, Gott. Ich hab's nicht hier gesehen. Guck mal vorne. Ich dachte erst, es spiegelt so ein bisschen. Da ist Licht an, Leute. Jetzt müssen wir sehen, dass jetzt hier das Licht funktioniert noch, oder was? Weiß ich nicht. Kann ja mal hier Lichtschalter drücken. Nein, Mann, jetzt überall gebrannt. Menschenskinder, ne? Wie kann man denn in so einer Situation erstmal eine Stunde telefonieren? Das Wichtigste, Sabrina. Könnte das auch nicht so befummeln? Nein, der hat's gebrannt. Warum leuchtet denn da hinten das Licht? Ja, da hinten leuchtet Licht und da vorne auch hier rechts. Nein, das ist nicht Licht, das ist Fenster. Ja, und wovon kommt das Licht? Das ist von der Straßenlaterne draußen. Das ist so wie hier. Ja, so. Wir schalten rein. Hier auf jeden Fall eine Toilette, die benutzt wurde vor kurzem. Das ist schon ein bisschen organisiert. Ja, Toilette. Schaut mal hier, das ist das, was wir gerade gesehen haben. Das ist das Licht von der Straßenlaterne, was reinscheint. Und hier sieht man auch, wie das schon so richtig auseinandergenommen wurde, ne? Hier. Das Ganze ist über mehrere Etagen. Ich würde mal vermuten, mindestens 3, wenn nicht sogar 4. Und das Ganze in einem, ja, Quadrat, ne? So quadratische Form war das ganze Gebäude, ne? Du musst aufpassen, wo du langläufst. Weil ich glaube, hier haben einige Leute sich entledigt von diversen Flüssigkeiten und, ne? Also hier war eigentlich der Haupteingang. Wundert euch übrigens nicht, dass wir jetzt hier mit einer Handytaschenlampe rumleuchten. Ist ein bisschen unauffälliger als unser naja, Scheinwerfer, sag ich jetzt mal. Genau. AKA Taschenlampe. Naja, deswegen, hier sieht man das ganz gut. Den Eingangsbereich, da Hier vorne noch stehen Möbel. einfach noch die Möbel drin, ne? Ja. Auf der rechten Seite dann die Rezeption. Da wurden alle Kabel abgetrennt, ne? Ja, die Kabeldiebe waren hier richtig hart am Start, ey. Naja, ist ja kein Wunder, wenn die hier offen stehen, ne? Hier ist noch so ein Bauplan. Anja, pass bitte auf, wo du reintrittst, weil hier ist Kacke. Luca, du guckst auch ganz genau, wohin, wo du läufst. Ansonsten kannst du gleich nach Hause laufen. Was ist denn hier? Hier ist, naja. Ja, lecker. Ja, deswegen, also achtet drauf, wo er... Pass auf, da... Ich stehe drin, ja. Da ist die, also ich stand daneben, also nicht drin. Man muss halt genau schauen, wo man halt langläuft. Boah, hier ist auch irgendwas ganz Großes. Hier ist noch so ein Ordner, noch mehr Baupläne. Hier sieht man eigentlich ganz gut, wie groß das Ganze eigentlich ist. Ne, es ist also wirklich ein Viereck
mit einem Innenhof hier. Man muss wirklich schauen, wo man hinläuft, Leute. Das ist wirklich, wirklich richtig, richtig ekelig. Ein falscher Schritt. Und man hat in etwas reingetreten, wo man nicht reintreten will. War ein Raum, da hat offenbar jemand, sich mal niedergelassen. Geh bitte nicht rein. Hier diese ganzen Flüssigkeiten auf dem Boden, das riecht auch alles sehr unangenehm. Ja, das ist halt auch ein guter Spot hier für Obdachlose, ne? Muss man mal so sagen. Das ist seit 12 Jahren verlassen ist, ne? 14 Jahren, sorry. Seit wann ist es verlassen? 14 Jahren. Seit 14 Jahren. Seit 14 Jahren. Ja, das ist wirklich Sieht echt Wahnsinn. noch gut aus eigentlich. Ne? Und wie lange war das genau in Betrieb, Luca, jetzt? 3 Jahre. 3 Jahre in Betrieb. Und dann wegen Baumängeln wird es geschlossen. Ja. Restaurant. Oh, jetzt gibt es ein Restaurant. Nee. So was geht nicht. Die Scheiben sind alleine, ne? Eine Scheibe, seht ihr das? Die ist nicht eingewämst worden. Auch hier die Vitrine ist noch komplett ganz. So Leute, ich habe jetzt doch die Taschenlampe rausgeholt, weil diesen Raum hier oder dieses Restaurant hier auszuleuchten ist halt einfach doch besser mit einer Taschenlampe. Die ganzen Vorhänge sind auf jeden Fall zugezogen, also von daher kann eigentlich nichts schief gehen, oder? Hoffen wir's. Was für eine Anzeige. Sehr, sehr groß. Das waren, hier stehen einfach die ganzen Stühle noch, ne? Das wird alles sauber und akkurat hingestellt. Oh, ich dachte gerade, da kommt einer aus, was wir sind im Licht. Guck mal, da ist doch so eine Theke. Ja. Tee. Hier ist zum Glück nicht so eine stickige Luft drin. Die ist relativ sauber. Auch die Stühle, ne? Also Schönes Teil gewesen, ne? sehr schön eigentlich. Der Boden auch wirklich sehr, sehr schön. Aber es war ja halt auch alles neu, ne? Das Hier darf steht man nicht vergessen. Das Salatbuffet. Das ist trotzdem krass, ne? 13 Jahre und es sieht noch so gut aus. Wenn du überlegst, das Heine-Krankenhaus, das so bekannt ist in der Szene, nach 4 Jahren sieht das aus wie eine Ruine. Das ist echt nur gut hier eigentlich, ne? So kann es laufen, ne? Schaut mal, hier ist noch der Schlüssel sogar noch dran. Von dem Ganzen. Sehr schön eigentlich. Das ist echt wirklich sehr, sehr schön. Hier ging es auf jeden Fall in die Küche. Hier war auch die Klingel gewesen von der Küche, wie man sieht. Und Zutritt nur für Küchenpersonal. Also gehen wir mal rein, ne? Ja. Auch hier die Kabeldiebe. Gut gearbeitet. Uiuiui, hier auch. Schaut euch das mal an, wie es hier aussieht. Alles Mögliche liegt auf dem Boden rum. Und hier war offenbar die Spülküche gewesen, noch eine Spüle zu sehen. Aber hier die Küche haben sie auf jeden Fall komplett mitgenommen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob vorher oder erst nachher. Das ist halt die entscheidende Frage, ne? Ja. Von der Lüftung oben ist auf jeden Fall noch alles eigentlich da, wie man so als Laie auf den ersten Blick so feststellen kann. Aber hier ist definitiv alles schon entwendet worden. Boah. Schaut euch da den Innenhof an, wie der aussieht, ey. Von oben ist es heftig. Da sieht man wirklich, wie lange das jetzt schon verlassen ist. Ey. Ja. Hier ist noch ein Treppeneingang, genau wie wir gerade hatten. Hier auch behindertengerecht auf jeden Fall ein Aufzug. Aber ich sage hier oben, ne? Hier oben ist der Schimmel des Todes gerade. So, ab geht's auf die Dachterrasse. Diese Wohnung waren die meisten Senioren. Ich dachte gerade so, scheiße, wir müssen aufpassen, dass die Tür nicht zugeht. Auch schöne Aussicht hier, ne? Ist gerade etwas am Regnen. Ja, der Innenhof. Wie riesig, ne? Ja, mega. Gewaltig groß. Also hinten hat sie irgendwie komisch aus. Siehst du das da? Ja, als wenn da einer sich... Jemand eingerichtet hätte, ne? Alle Räume sind leer quasi. Also größtenteils zumindest. Oh, da steht auch noch ein Bett drin. Aber das sieht aus wie so ein Arbeitsplatz oder so, ne? Ja, Und finde ich dahinter auch. irgendwie so eine Küche. Mhm. Und das waren offenbar so einzelne Zimmer oder so, ne? Also ein bisschen wie so ein Apartment oder sowas. Glaube ich auch. So. Wahrscheinlich die Luxuswohnung, die Luxusaltenwohnung. Hier sieht man noch das Namensschild und die Nummer von dem Apartment. Klingel und Licht. Ding dong.
Tja, da kommen sie halt nicht rein, ne? Wenn da nicht die Tür jetzt irgendwie offen gewesen wäre, dass man durchgreifen kann. Ja. Naja, dafür ist mein Arm, glaube ich. Aber das macht die ganze Sache natürlich super spannend, weil, würde ich mal vermuten, weitestgehend diese Apartments noch richtig gut in Schuss sein werden, oder? Wenn man nicht irgendwie anders da rein kann. Wir haben noch andere Wohnungen, die offen sind. Ja, sind Wohnungen offen? Naja, dann gucken wir mal, ne? Let's go. Geh vor. Wo ich jetzt sagen müsste. Also hat schon was hier oben, ne, finde ich. Es ist gerade so ein bisschen leicht am Regnen. Ist so ein Überdach. Aber man wird trotzdem ein bisschen nass. Die haben auch keine Vielleicht liegt es aber auch daran, dass hier keine Scheiben drin sind. Ach so. auf dem Dach. Du stehst genau davor. Ja, da haben die beiden recht. Hier sieht man die Scheiben, die auf dem Boden liegen. Die gehören eigentlich hier oben hin. Okay, das macht Sinn. Okay, ich habe nichts gesagt. Man konnte doch hier trocken langlaufen, ne? Aber ist schon nicht schlecht. Hier hätte man wenigstens noch mal so ein bisschen, wenn man aus der Haustür rauskam, noch so ein bisschen, ja, eine schöne Aussicht in den Innenhof, sag ich mal, ne? Hat auch was. Also entweder randaliert da gerade hinten jemand oder es sind irgendwelche Obdachlose. Die kein Licht benutzen. Da ist ja erstmal ein Flur und dann ist da eine Wohnung. Genau. Ja, ne? Ich war ja gerade einmal da. Du hast nichts gehört? Nee, da war auch erst eine Tür. Also da ist ja immer der Flur, dann machst du die Tür auf, dann kommst du ja links ins Treppenhaus und dann kommt wieder so eine Wohnung. Und dahinter kam das ja. Jo, wir standen direkt davor. Ja, na, erst dann kam das. Ja. Ja, das war richtig gruselig jetzt gerade. Ja, auch So so ein. richtig laut. Ich sag noch mit dem mit zu dir, hast du das gehört? Und dann einmal bum, 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 als ob da jemand... Ja, auf so einen, der irgendwie Spritzen irgendwie hier verteilen möchte, habe ich keinen Bock drauf. Nee. Ich würde schon gerne mal krank sein. Ja, aber Ich will zum anderen Treppenhaus mal gucken da. komm, lass damit weggehen, Anja. Ja, ist halt so ein Hotspot. Ja, ja. Jetzt gerade so bei der Jahreszeit. Ja, vor allem mitten in der Stadt. Ne? Aber aus jetzt. Ja, jetzt man sieht schon. Puh, das war jetzt echt richtig heftig. Ich weiß auch nicht, ob ihr das nachher hören werdet. Ich weiß halt auch nicht, was der oder diejenigen wollen, ne? Überhaupt machen. Ja, man sieht von hier aus aber auch leider gar nichts. Das Komische ist einfach, man hat auch kein Licht gesehen, ne? Aber es war jetzt auch kein regelmäßiges, irgendwie, keine Ahnung, weißt du? Es war erst so, und dann gucken wir uns beide an, dann kommst du in dem Moment und ich sag noch zu dir, hast du das gehört? Und in dem Moment, bum, bum, bum. Ja. Als ob da jemand versucht hat, die Tür aufzubremsen oder so. Rein, bitte. Ja, Muss man nicht unbedingt haben, ne? Nee. Und wir dafür? Aber stopp mal, Leute, guck mal, hier hängt extra so eine Plane. Meint ihr nicht, dass da im Endeffekt gerade hier vielleicht in dem Bereich jemand dann ist? Kann möglich sein. schon die Wahl wäre. Was? Wir sind auch überall die Türen so gesichert. Ja. Wo sind gesichert? Das ist, glaube ich, nicht Zufall, meinst du, ne? Ja. Ja, wieder aufnehmen. Reich. Auch schon der Plan. Das ist schon echt. Das riecht hier so richtig nach Wein, ne? Ja. So heftig. Toilette. Boah, Leute, das ist die schlimmste Toilette, die ich je gesehen habe. Die ist nicht mehr weiß, die ist braun. Ich wollte dir gerade noch so eine Wohnung ein bisschen vorstanden lassen. Kannst du nämlich so reinleuchten. Was denn? Da hat jemand so ein Ding hingestellt. Ja, wahrscheinlich als Falle. Dass ihr das dann hört, wenn die Tür aufgeht, Luca. Lass mal lieber da nicht hingehen, komm. Gott, ey. Komm. Das stand genau so. Ja, dass wenn die Tür aufmachst, dass es Krach macht. Nee, lass mal lieber. Das ist
Diejenigen, die immer sagen, geht mal nachts in einem Lost Place, die werden jetzt richtig Spaß haben. Und die, die immer sagen, man geht auch nicht im Dunkeln in einem Lost Place, die werden dann sagen, ja, habe ich euch auch immer gesagt. Dann habt ihr das sowohl als auch nicht. Dann habe ich gerade ausprobiert. Willst du echt jetzt hier noch machen? Oh, das finde ich gar keine gute Idee. Ich lasse für euch jetzt einfach mal den Nachtmodus an, weil das wechselt hier die ganze Zeit so mit dem Licht an, Licht aus, wenig Licht, viel Licht. So könnt ihr wenigstens konstant immer viel sehen. Guck mal, hier ist auch so abgehangen. Siehst du das hier? Ja, mit so einem Duschvorhang abgehangen, ne? Ja, ja. Guck mal hier, liegt eine Matratze drin. Ja, das werden die hundertprozentig, werden die sich hier auf der Etage das gemütlich machen. Ja. Ja, komm, lass lieber jetzt hier raus. Ich habe jetzt echt keinen Bock auf irgendeinen Obdachlosen mit Spritzen oder so. Genau. Nee, das ist mir das nicht wert. Crazy. Genau. Da liegt auch eine Matratze auf jeden Fall. Was ist das? Matratze. Steht aber so hochkant, ne? Aber schau mal, hier sind überall diese Dinger, die wahrscheinlich benutzen, um nachher die Türen so zu verbarrikadieren, dass dementsprechend man hört, wenn einer kommt. Ich traue mich schon gar nicht, hier irgendwelche Türen aufzumachen, die irgendwie zu sind, ne? Aber hier sieht man auch nochmal die Zerstörung. Alles hier komplett um die Kabel zu rupfen. Seht ihr das? Da ist eigentlich noch eine Wand. Wir haben sie kaputt gemacht. Um überall dran zu kommen, wirklich jedes Kabel mitzunehmen, was man zu Geld machen kann. Ne? Schon heftig. Schaut mal hier ist auf jeden Fall noch eine intakte Glasscheibe. Das wundert mich wirklich, weil teilweise wirklich noch Glas einwandfrei in Schuss ist. Auch hier Glasscheibe noch intakt. Hier war übrigens der Treffpunkt. Da konnte man vielleicht so Spiele spielen und einfach, weiß nicht, Tässchen Tee trinken oder so vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Karten spielen. Oh, dieses Fenster auf, guck mal. Ja. Da oben war das gerade, ne? Oben rechts. Ja. Man sieht nichts. Nee. Man sieht einfach nichts, kein einziges Aber Licht. gut, ich sag mal so, wenn die jetzt einfach nur eine Handyleuchte haben in den Räumen, dann siehst du es auch nicht. Ne? Hast du recht, ja. Deine Siehst ja, Taschenlampe sieht man schon. Auf die rechte Seite, ne? Es kommt ja nicht hier rüber das Licht, es geht ja in Richtung Straße. Weil in Richtung Straße war ja das Zimmer. Da ist nur der kleine Flur, wo wir reingeguckt haben. Vanja kann noch einmal kurz von links nach rechts einmal so leuchten. Schaut mal jetzt nochmal hier, dass ihr nochmal diese Dimension sehen könnt von diesem Gebäudekomplex, wie groß das ist. Und da drüben waren wir gerade gewesen, in dem Teil, oben auf dem Dach. Mein Gott, wäre das jetzt creepy, wenn da plötzlich einer Langlaufen würde. ja, oder so gucken würde. Das wäre echt richtig unheimlich. Ey. Ja. Wirklich sehr, sehr Da war gerade heftig. Licht. Also entweder vom Auto, unten an der Scheibe. Entweder vom Auto. Tja. Ach, der hat das, ne? Ja, hier war das direkt da unten. Also nicht ganz unten, sondern einer drüber. War gerade ein rotes Licht. Vielleicht Bremsleuchten oder so. Vielleicht so. Ah, ich habe schon wieder gesehen. Ja. Komische Hütte hier. Wenn hier irgendeiner in die Kommentare schreibt, macht mal hier eine Overnight, Leute, ne? Ich sag's euch, Er ey. wird direkt blockiert. Das auf jeden Fall. So schön, ein bisschen da oben, wo das Geräusch herkam, direkt vor der Tür. Ja, klar. Ja, machen wir schon. Schön, ja. Seltsam. Sehr. Echt sehr eigenartig. Aber schaut mal einmal kurz, leuchte mal in den Innenhof mal so direkt rein. Genau, so kann man es ganz gut erkennen. Das ist einfach nur noch eine Wiese mit ganz viel Gebüsch, ne?
Da ist im Endeffekt nicht mehr irgendwie zu erkennen, ob da mal Wege waren oder ein Teich war oder Gar nichts. irgendwas Da kann ich dergleichen. Gar nichts mehr erkennen. Der Regen sieht aus, als wenn es gerade Schneeregen wäre. Ich gerade auch schon gedacht, ja. Ja. Aber es sieht echt noch gut aus, dafür dass es 14 Jahre verlassen ist. Ne? Ja, dafür ist es echt noch so echt wenig Graffitis, alle Fenster fast noch drin. Ne? Aber ich denke, dass die Fenster alle noch drin sind, liegt sicherlich auch daran, dass natürlich viele Leute halt das hier nutzen werden zum Schlafen. Ne? Ja. Aber wenn du überlegst, das eine bekannte Krankenhaus, wie gesagt, hier in der Gegend. Ne? Ja. Wie das aussieht nach 4 Jahren. Kommt auch davon, weil es keiner kennt hier oder wenig kennt. Ne? Ja. Tja. Ja, weiter geht's. Menschenskinder, ne? Sehr verwechselt, ne? Doch mal ruhig. Mal eingespielt sind. Da war schon wieder das Bild. Ruhig. Warum? Was hast du? Du hast doch gerade gesagt, er soll mal ruhig sein, weil du irgendwas... Bleib doch mal ruhig. Ach so. Nein. Ja, Ich hab verstanden, da ist was. War schon wieder? Ja, genau, was war das? Mit dem einen Augen, wo du sagtest. Ah ne, das sind glaube ich die Autos die unten. Autos, ne? Ja. Ah, okay. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen, so vorbeifahren, ja. Aber warum denn auf der Höhe? Vom ersten Etage? Tja. Wahrscheinlich spiegelt das von unten. Ja, denke ich auch. Aber von der Seite hier, vielleicht wo wir gerade sind. Ja, genau. Von der spiegelt das rüber auf das Fenster und dann. In der ersten Etage, okay. Ja, Da wieder, siehst du? ja. Ja. Nee, ist alles gut. Echt sehr das schöne Zimmer hier eigentlich. Ne? Ja. Man muss echt mal überlegen, was denen eigentlich an Geld durch die Lappen geht. Ne? Der ganze Bau hat ja wahrscheinlich Millionen gekostet. Und dann, ja, die ganzen Plätze, die hier für die älteren Menschen gedacht waren. Ne? Ja, glaube ich, 500 Zimmer 500. 500 Zimmer, ne? Dann bezahlst du ja locker mal 3.000 Euro für so ein Zimmer, mindestens, je nachdem, ne? Naja, 471. für so einen Altenheimplatz brauchst du schon eine Stange Geld. Und ich sag mal, dieses Altenheim, das sieht ja sehr, sehr gut aus. War natürlich auch modern gewesen. Sehr modern, ja. Also dementsprechend nicht gerade günstig, ne? Vor allem für die damalige Und für die Zahl, ne? Lage hier, ne? Ja, das stimmt. Komplett zentral. Ja, hier sieht es echt, als wenn die irgendwie Farbe mehr. Guck mal hier. Wie groß halt auch der Das ist Zimmer war. wie so ein Spielraum oder so. Oder irgendwas, ne? Oder Küche oder so. Wirklich. Eigentlich auch wieder so ein Aufenthaltsraum. Sehr, sehr schön, aber irgendwie traut man sich nicht wirklich in die einzelnen Räume reinzugehen. Zwischendurch einfach diese abartige Geruch, ne? Ja. Einmal den Stuhl. Nee, wir fassen ihn mir an. Dann macht nichts. Dass die Tür nicht offen bleibt. Dass man im Zweifel rausrennen kann, ne? Ja, genau. Alles gerupft, ja. Alles komplett auseinandergenommen. Die haben mir nichts übrig gelassen. Aber hier stehen auf jeden Fall deutlich mehr Türen offen als gerade da, ne? Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen angespannt. Ja, schon. Nee. Das Problem ist halt einfach, man sieht halt nicht wirklich, was in den Räumen halt los ist. Ne? Man sieht nicht, ob da irgendeiner eventuell in dem Raum drin sitzt, wartet oder keine Ahnung was. Man sieht es halt einfach nicht. Ne? Und schaut mal hier, der Gang, der ist komplett dunkel. Hinter dir könnte da schon einer laufen, du würdest es gar nicht sehen. Ne? Nee. Oh, hier so ein Medikamentenraum oder was war hier? Ja. Vermutlich für die einzelnen Patienten. Beschriftet nach den Zimmernummern. Und hier eine Spüle. Mal einer hoch, Nee, ein runter. erstmal weiterlaufen. Wir können es einfach runtergehen und gehen. Das ist so unheimlich hier. Oh, meine Fresse, ey. Ja. Türen, die man aufmacht, gehen im besten Fall auch wieder zu. Ach echt, ey. Hat's mir Hoffentlich auch wieder auf. Luca, ich möchte hier keine Leiche finden. Ich möchte hier auch eigentlich auch niemanden treffen, ehrlich gesagt, ey.
Haben wir jetzt nicht genug gesehen? Ja, wir können jetzt wieder raus. Wir laufen dann nicht noch raus. Das ist eine sehr gute Idee. So, die Tür schön leise zu. Doch hier, riechst du es? Ja, Riechst du auch Zigarettenrauch? Mhm. Und jetzt hier nicht nach Seife, da hat er recht. ja, können wir jetzt bitte einfach weiterlaufen? Boah, ey Leute, ey. Ohne Witz, ne? Aber guck mal. Ja, ja. Hier sieht man auch Fußspuren, ganz viele Fußspuren, die von da in die Richtung laufen zu diesem Zimmer. Nee, da gehen wir nicht rein, Luca, da gehen wir nicht rein. Wer ist aber nichts? Boah, Leute, ey, muss es sein. Hast du was gehört? Das war eine Tür, aber kam ja von da hinten. Naja, Luca kriegt jetzt auch schon ein bisschen Pass. Ich hatte gerade irgendwie eine Glasscherbe gehabt und er dachte, da kommt auch einer. Das ist schon echt nicht ohne. Riecht nach Gras. Upsala. Ist denn nicht jetzt hier auch der Ausgang? Genau, da. Hier unten ist der Ausgang, Leute, zum Glück. Warum musst du jetzt nochmal hin? Doch, hier waren wir. Oh, können wir einfach rausgehen? Ja. Jetzt hör doch mal auf. Waren wir jetzt hier schon an? Mit unten rein. Machst du das? Ja. Ich glaube, ich gehe raus. Ich habe noch draußen was vergessen. Ich muss los. Ja, komm, wir gehen ganz schnell. Das ist echt komisch hier. Ja, das ist sehr, sehr komisch hier. Oh, Leute. Geht gar nicht, ehrlich. Ganz crazy, ey. Ich werde ganz bestimmt nie wieder im Dunkeln sowas besuchen. Ah, echt, ey, geht gar nicht. Geht gar nicht. Boah, Leute, wir sind im Auto und Anja gerade so, ich habe mein Handy verloren, ich muss da unbedingt noch mal rein. Ich wollte sie nur ein bisschen ärgern. Ich habe echt gerade das schon geglaubt, ey. Leute, das war's an der Stelle gewesen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt weiter unten einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao, ciao.